Doktor, in was für einem kubischen Universum sind wir denn hier gelandet? Wo hast du uns denn da wieder rausgezaubert? Wieso? Was meinst du denn? Ja, ich finde, unser Sanktum sieht irgendwie chinesisch aus. Gar nicht so dänisch. Nicht dänisch, chinesisch? Oh mein Gott! Ah! Willkommen in der Nockenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, Dr. Strange würde jetzt hier mit einem großen Kreis ein neues Universum öffnen und würde das Set hier auf den Bautisch beamen. Ich muss ganz banal meine Hände zur Hilfe nehmen, denn wir bauen heute das Sanctorum, sein Eigenheim, die 16037 aus 3588 tollen Gobrick-Steinen aus der Novatown-Serie von Moltking. Und was heißt das? Wir bekommen hier sogar eine extra Beleuchtung, die wir aber wahrscheinlich nicht einbauen nach den letzten Erkenntnissen aus unserem letzten Moltking Review. Freunde, egal, seid ihr auch so gespannt wie ich? Könnt ihr heute nämlich sein, denn es gibt tolle Fakten zum Thema Doctor Strange und Marvel. Also jetzt öffnet euer Portal zum Multiversum und kommt mit mir hier auf den Bautisch. Dann schauen wir uns dieses Set genauer an. Ja, Freunde, ganz schön strange ist dieser große Karton, das Sanktum von Moltking aus der Novatown-Serie, die 16037, 3588 Steinchen und ab 8 Jahren. Ob das so hinkommt, ich habe ja immer das Gefühl, dass die Asiaten Raketenwissenschaftler sind. Wir sehen, wir haben mehrere Floors, wir können es abnehmen. Wir kennen das Gebäude alle aus einem großen Marvel-Film. Ich denke mal, daran ist es angelehnt. Und es gab auch Lego-Sets, die sich auch an diesen Marvel-Film angelehnt haben. Und natürlich ganz cool wieder, wir haben hier Lichter. Das werden wahrscheinlich Sticker sein. Schauen wir uns die Rückseite an. Dup, dup, dup. Relativ schmucklos, wie das halt so ist, der Hinterhof in Amerika. Wir sehen hier das Tentakelmonster, wir sehen die ganzen Zaubereischränke und natürlich die Pizzeria hier und auch eine Figur. Ganz berühmt ist ja hier die Treppe im Innenraum. Aber ganz berühmt sind ja auch hier die Steine, die Gobrick-Steine. Schauen wir uns mal an, welche Steine sich genau hier in den Karton verbirgen. Ja, Freunde, da haben wir den gesamten Inhalt dieser 3588 Steinchen bzw. des Kartons hier auf den Bautisch. Eine dicke Anleitung, zu der wir gleich kommen. Eine 32x32er Ground Plate, eine Basisplatte, die wir nicht verbauen werden. Die ist nämlich schön beige, die kann ich für andere Sachen gebrauchen. Und natürlich verbaue ich wie immer eine grüne, wie alle meine. Hier auch eine von Moltking. Dann sehen wir, und das mag ich an Moltking wirklich, diese wieder verschließbaren Zip-Beutel. 11 Stück an der Zahl, pickepacke voll mit Gobrick-Steinen. Gobrick-Steine Qualität annähernd Lego. Und einen Beutel, den wir nicht wieder verschließen können, den wir aufreißen müssen, mit hier einen QR-Code für wie WeChat, das japanische, chinesische Wunder Social Media, gut, die anderen sind ja auch verboten, mit ganz viel LED-Technik und Lichttechnik. Ob wir die verbauen, weiß ich noch nicht. Das Gebäude ist sehr verwinkelt und wenn die Anleitung dafür gut ist, verbauen wir es. Wenn nicht, lassen wir es bleiben. Auf jeden Fall haben wir 11 Tüten und die Anleitung, zu der wir kommen. Wir haben am Ende dann, wir sehen es hier, 560 Bausteps. Wir sehen, dass Aufkleber drin sind. Da sehen wir nämlich den Stickerbogen. Die sind aber eigentlich immer relativ gut. Wir arbeiten uns mit den Bautüten 1 bis 11 vor. Die Grundplatte habe ich euch gesagt. Und dann typisch asiatisch, was wir bauen, oben in einem Kastel, was gebaut würde, hier dann rot umrandet. Wir haben ja also keine Farbentsättigung, man sieht immer, was gebaut wurde. Man muss halt auf die Pfeile achten, die einem manchmal zeigen, dass man das Set umdrehen muss und auf jeden Fall auf die rote Umrandung. Ich habe Bock auf dieses Gebäude, denn es geht hier um Comic-Superhelden. Die liebe ich. Und es geht um Novatown. Die mag ich auch von Moltking. Euch jetzt viel Spaß bei meinen Fakten und mir bzw. uns beim Bauen. Wenn ich etwas genauso liebe wie Kubiksteine zum Beispiel oder Modulars von Moltking, dann sind das Comics. Und warum nicht mal die Faktenzeit rund um einen
Comichelden bauen, der vielleicht in so einen Häusle, wie ich hier baue, wohnen kann. Natürlich sprechen wir von Dr. Strange von Marvel. In den unendlichen Weiten des Marvel-Universums gibt es einen Charakter, der die Grenzen der Realität selbst zu durchbrechen scheint. Die Rede ist von niemand anderen als den von mir erwähnten Dr. Stephen Strange, besser bekannt als Dr. Strange. Dieser faszinierende Charakter hat seit seinem Debüt in den Comics im Jahre 1963 die Leserinnen und Leser in seinen Bann gezogen. Dr. Strange wurde von den Marvel-Ikonen Stan Lee und Steve Ditko erschaffen. Es war eine Zeit, in der Superhelden-Comics den Comicmarkt dominierten, aber Dr. Strange war anders. Er war ein brillanter Neurochirurg, dessen Leben sich für immer veränderte, als er einen schrecklichen Autounfall hatte. Dieser Unfall führte dazu, dass er seine Hände schwer verletzte und seine medizinische Karriere beendete. Verzweifelt suchte er nach Heilung und stieß auf den mysteriösen Ancient One, einen mächtigen Magier. Die Geschichte von Dr. Strange zeichnet sich durch ihre einzigartige Mischung aus mystischer Magie und Superhelden-Action aus. Der Charakter erlernte die Kunst der Magie von Ancient One und wurde zum Sorcerer Supreme, den höchsten Magier des Marvel-Universums. Seine Abenteuer führten ihn durch Dimensionen und Realitäten, die jenseits menschlicher Vorstellungskraft lagen. Eine der Höhepunkte in Dr. Strange Comicgeschichte ist zweifellos die Dreieinigkeit der 1970er Jahre, als der Autor Steve Englehart und der Zeichner Gene Colan die Serie übernahmen. Diese Ära brachte die Charaktertiefe von Dr. Strange zur Geltung und führte ihn in mystische Konflikte ein, die den Grundstein für seine spätere Entwicklung legten. Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung in Dr. Strange Comics Geschichte war die Einführung von Clea aus einer anderen Dimension, die zu seiner Schülerin und später zu seiner Geliebten wurde. Die Beziehung zwischen Dr. Strange und Clea führte der Serie eine emotionale Tiefe hinzu und zeigte die menschliche Seite dieses mächtigen Magiers. In den 1990er Jahren erlebte Dr. Strange eine Renaissance, als Autoren wie Roy Thomas und Roger Stern seine Geschichten neu interpretierten. Diese Ära führte auch neue Antagonisten wie den dämonischen Mephisto und den dämonischen Dr. Strange, genannt Strange, ein. Die Kreativität dieser Autoren trug dazu bei, Dr. Strange wieder ins Rampenlicht zu rücken. Dr. Strange war auch ein wichtiger Bestandteil des großen Marvel-Events Infinity Gauntlet von 1991, als Thanos mit dem allmächtigen Infinity-Handschuh die Realität manipulierte. In dieser Geschichte spielt Dr. Strange eine entscheidende Rolle, als er seine Magie gegen Thanos' überwältigende Macht einsetzt. Eine der aufregendsten Entwicklungen für Dr. Strange war die Verfilmung im Jahre 2016 mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Der Film führte Dr. Strange einem breiten Publikum vor und brachte seine mystische Welt auf die Leinwand. In den letzten Jahren haben Autoren wie Jason Aaron und Zeichner wie Chris Bachalo Dr. Strange auf neue und aufregende Abenteuer geschickt. Aaron erweiterte die Mythologie des Charakters und führte neue Gegner und magische Artefakte ein, die Dr. Strange herausforderten. Ich habe hier noch für euch mal ein paar Punkte ergänzt, damit wir noch ein bisschen deeper in Dr. Strange einsteigen, beziehungsweise in die Geschichte von ihm und auch noch mehr drumherum kennen. Wenn ich wette von euch, die meisten da draußen haben ihr Wissen von Dr. Strange aus den Kinofilmen. Die Inspiration für Dr. Strange. Stan Lee und Steve Ditko, wie ich schon erwähnt habe, die Schöpfer von Dr. Strange, ließen sich von dem Schauspieler Vincent Price inspirieren, als sie das Aussehen und die Persönlichkeit des Charakters entwickelten. Vincent Price war bekannt für seine Rollen in Horrorfilmen und seine charismatische Präsenz. Der Ankh als Markenzeichen. Dr. Strange charakteristisches Symbol, das Ankh, ein altägyptisches Symbol für das Leben. Dieses Symbol erscheint oft auf seinem Umhang und anderen magischen Artefakten. Es ist ein subtiles Zeichen für seine Verbindung zur mythischen Welt. Der Levitationsumhang. Dr. Strange roter Umhang ist nicht nur modisches Accessoire, sondern ein lebendiges magisches Artefakt. Der Umhang verleiht ihm die Fähigkeit zu fliegen und kann selbstständig handeln, um ihn in gefährlichen Situationen zu unterstützen. Der Einfluss von Lovecraft. Die Geschichten von H.P. Lovecraft, einen der bedeutendsten Autoren des Horrorgenres, hatten einen starken Einfluss auf die Schöpfer von Dr. Strange. Die Idee von kosmischen Entitäten von unvorstellbaren Dimensionen spiegelte sich in Strange Abenteuern wider. Die geheimnisvolle Bibliothek von Kamat
Kamatei. Kamatei ist der Ort, an dem Dr. Strange seine Ausbildung in der mythischen Kraft beginnt. Die Bibliothek von Kamatei ist eine der umfangreichsten Sammlungen mythischer Schriften und Geheimnisse in der Marvel-Welt. Hier findet Strange Informationen zu Zaubersprüchen und gefährlichen Gegnern. Die Verteidigung des Sanctum Sanctorums. Dr. Strange schützt das Sanctum Sanctorum, sein Zuhause in Greenwich Village, vor mystischen Bedrohungen. Es ist ein Ort voller magischer Artefakte und Geheimnisse und dient als wichtigster Rückzugsort für den Sorcerer Supreme. Ja, Freunde, das waren die Fakten bis hierher, aber da das Stichwort Sanctum Sanctorum gefallen ist, steigen wir jetzt ein in das Review zum Sanctorum von Mold King. Aber Freunde, später gibt es ja wie immer Detailbilder, wo ihr noch mehr von diesen gebauten Modular dann sehen könnt in der Foto-Videoshow. Da bekommt ihr dann noch einige Fakten zu Dr. Stephen Strange. Freunde, euch jetzt viel Spaß! Nach 6,5 Stunden Bauzeit steht es da, das Allerheiligste, einer der 3 Tempel des Zauberers Agamotto, das Sanctum Sanctorum, beziehungsweise das Sanctum aus der Novatown-Serie von Mold King. 3588 Steinchen, ob das so stimmt, da kommen wir gleich zu. Ganz wichtig, Freunde, ich habe euch die ganze Zeit hier diese Lego-Minifiguren gezeigt. Natürlich sind die nicht im Set enthalten. Und ob Dr. Strange hier wirklich etwas mit diesem Gebäude zu tun hat, das steht auch in den Sternen, in den Runen geschrieben. Freunde, wenn euch das Gebäude bekannt vorkommt, dann liegt das daran, dass hier sicherlich ein Lego-Set eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, vielleicht war es die Muße, es stand Pate, es war das Model, das Vorbild gab für dieses in Klemmbaustein gemeißelte Gemälde. Wir sprechen nämlich über die 76108 aus 2018 von Lego, das Sanctum Sanctorum Showdown Set mit 1004 Steine. Hier haben wir aber viel, viel mehr Steine. Wir haben ein komplettes Modular, während dieses Set damals nur so ein Spielset war. Der Fassadenähnlichkeiten sind wirklich nicht von der Hand zu weisen, aber hier hat Mold King wirklich verbessert. Ob es verschlimmbessert hat, das sehen wir gleich, aber es hat ja ein ganzes Modular rausgemacht. Es gibt auch von den Dreambuild Bricks ein MOC 2790, verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung, das auch Pate gestanden hat. Vielleicht haben die beiden zusammen geschnackselt und dann ist dieses Set raus entstanden. Mir gefällt es optisch richtig gut, weil es, und das haben wenige dieser Novatown-Sets von Mold King, finde ich, so, obwohl es natürlich hier ein fiktives Gebäude ist, das übrigens in New York in der Bleecker Street 177a stehen soll, es sieht so normal aus. Ich finde, es sieht relativ normal aus, auch wenn es, wie gesagt, hier ein heiliger Tempel ist, das Allerheiligste von Dr. Strange. Trotzdem finde ich gerade hier dieser Pizzaladen und so, das wirkt dann fast schon gediegen. Auch diese ganze Straßenszene hier mit dieser New Yorker Straßenlaterne bzw. den Schildern und der Ampel MK Bricks. Mold King ist da lustig. Und auch hier die Rückseite, es wirkt so schön gediegen. Also es kommt wirklich als fast normales Gebäude daher. Und wenn man das Oberlicht rausnehmen würde vielleicht, dann wäre es wirklich ein typisches New Yorker Gebäude. Also ich muss wirklich sagen, hier ein richtig schmuckes, schnuckliges New Yorker Eckgebäude. Und Eckgebäude gibt es ja viele, auch bei Mold King, aber dieses hier wirkt wirklich relativ gediegen durch auch seine natürlich normalen grauen oder Pastellfarben, möchte ich es mal nennen. Ich habe aber ein großes Problem mit dem Set, denn mir hat eine ganze Tüte gefehlt. Eine ganze Bautüte hat gefehlt. Die Nummer kann ich euch gar nicht sagen, weil es waren so quasi ein Sprung zwischen zwei, also es hat in 2 Bautüten etwas gefehlt. Dafür habe ich eine ganze Menge Steine über. Ich habe mir alle Steine aus meinem Lego-Fundus ersetzen können. Man erkennt es aber daran, dass nämlich zum Beispiel hier oben dieses Schild rot ist. Das habe ich nicht gehabt, deswegen habe ich hier, weil es eh große orangene Aufkleber sind, also es passt eh nicht, ihr seht da, es ist rot, aber die Aufkleber werden eh füllend orange sind, habe ich es auf graue Plates gemacht und ja, deswegen ist es die einzige Abstrich, den ich habe. Wie gesagt, eine ganze Menge Steine über, aber es hat auch genau so eine Menge, und das ist eine ganze Menge, an Steinen gefehlt. Ebenso wollte ich nicht nach China telefonieren, das habe ich euch gesagt. Ne, ich habe kein WeChat, deswegen habe ich hier auch zum ersten Mal bei Mold King, meine ich, in meinen Videos, schaut gerne mal da oben auf dem i, ein Beleuchtungskit nicht verbaut. Hebe ich mir aber auf.
Für die Acrylboxen von Mold-King vielleicht, also so ein Beleuchtungskit über zu haben, ist ja nie verkehrt. Die sind wirklich gut und die sind teilweise auch kombinierbar mit denen von Lighttailing, also deswegen nice. Also geht an die Seite, achso, und Stickerbox hier haben wir über. Da haben wir aber auch solche Transclear Sticker von diesem Symbol da oben. Vielleicht habe ich mich auch da vertan, aber ich habe es jetzt so gemacht, einfach weil ich ja eh diese roten 2x4er, 2x4er Roundtiles nicht hatte. Müssen wir jetzt nicht so übertrieben Englisch reden, nur weil wir hier ein amerikanisches Gebäude haben. Ja, ich finde es cool. Pizzeria, wir haben diesen typischen US Postal Service Briefkasten, wir haben diesen ja auch typischen aus Gitterstein gebauten Mülleimer, wir haben hier lustige Bäumchen in diesen Mülleimerkästchen drinne. Ich nehme sie mal raus. Einfach nur hier die Limp-Elemente einfach reingehangen. Das gefällt mir, finde ich übelst cool. Das Set hat aber auch übrigens einen ganz bewussten, vielleicht auch mit Absicht eingebauten Fehler, um zu zeigen, ja, ich bin halb geklaut von einem Lego-Set. Denn hier oben auf dem Dach gibt es so eine Technikachse, die man so rausdrücken kann, weil das Lego-Set 76108 hat hier einen Vorsprung gehabt. Hier konnte man eine Figur so draufstellen und hat man so gedrückt, ist die Figur dann runtergeflogen. Das geht hier aber nicht. Ihr seht ja schon, die Figur fällt hier von alleine raus. Aber hier hat Mold-King also direkt kopiert, aber auch dann das wichtige Play-Feature weggelassen. Richtig blöd. Was mir auch nicht gut gefällt, ist hier dieser Wasserkanister, diese typische amerikanische. Hier muss man die Stangen so richtig rausziehen, aber es passt gar nicht, weil dann ist die Stange lose. Also ja, hier haben sie auch so ein bisschen, ja, nicht gut gemacht. Ihr seht, das labbert hier, das wackelt hier. Aber kommen wir jetzt mal generell zu den Einzelheiten. Und natürlich fangen wir an hier vorne. Und ihr seht es vielleicht hier, da gibt es nämlich auch einen großen Aufkleber für das Oberlicht. Der geht gar nicht ganz dran. Der hat so Einschnitte, damit man es rund um diese gekurfte Fliese, diesen Deckel draufkleben kann, aber das kriegt man nicht ganz glatt und deswegen hat man hier immer Kanten, die überstehen und auf kurz oder lang wird dieser Aufkleber abfallen. Ich halte das Gebäude jetzt noch mal etwas näher, dann schauen wir es uns genauer an und dann gehen wir mal in die einzelnen Etagen. Es ist relativ schwer, aber da seht ihr hier diesen Aufkleber, das was ich meine. Schön hier unten, was ich gerade gesagt habe, 177a auf der Tür. Schöner Stuck, das gefällt mir. Schmuckloses Dach. Dafür hier unten aber beim Italiener, bei der Pizzeria, da haben wir Spaß. Da haben wir diese typischen rot-weiß karierten Tischdecken draußen. Wir haben so kleine Höckerchen mit Pizza und viel Staub. Wir können schön in das Gebäude reingucken, denn wir haben in jedem Haus Möbel und ich kann euch auch sagen, viele Fliesen. Hier unten, da haben wir auch hier einen Welcome-Aufkleber und da eine Tür, Open. Und beim Italiener ist richtig drinnen was zu sehen. Und wir können auch hier eine Seiten durch die Fenster lunsen. Und hinten hier haben wir das typische New Yorker Seitenstraßen, Müllgässchen, wo oft mal, wenn einer vom Dach fliegt, dann in den Müll landet. Hier in so einer Kiste, Müllkiste, können wir auch abnehmen. Finde ich richtig cool, hängt hier cool drauf, sowie einer Müllkiste. Also ein nices Teil. Da können wir es nämlich hier, seht ihr, ein Dings, da Brick Modified, ein Noppe und dann packen wir es hier dran. Finde ich clever gelöst. Und auch hier die Fenster, wo wir durchgucken können. Wobei hier, ja, ist eine Schrankwand vorgebaut. Seht ihr, kommen wir gleich dazu. Was ihr vielleicht merkt, wenn ich mal so wackele, die Gebäude hier sind nicht so richtig verbunden. Also entweder ist es erdbebengerecht, schaut mal hier, oder ja, ich weiß nicht, die Magie lässt hier schon wirken. Wir wissen ja, Dr. Strange und seine Paralleluniversen und diese Zeitrisse und so weiter, vielleicht hat er da schon etwas gewirkt. Und ja auch hier die andere Rückseite. Klemmkraft natürlich super, denn wir haben hier ja Go-Bricks Steine. Jetzt packen wir mal hier an und nehmen das Dach ab, denn wir wollen ja wissen, was sich hier in diesem Tempel so alles verbirgt. Ich kann euch sagen, eine ganze Menge. Hier das relativ schmucklose Dach, von unten wieder typisch chinesisch so überbrückt, möchte ich es mal nennen. Und dann nehmen wir hier das Geschoss ab. Und dann gucken wir da mal gleich so rein. Tada! Wir gucken quasi aus dem Sanktorum-Fenster raus nach New York in die Novatown. Und hier sehen wir eine ganze Menge an grünen Flammen. Wir sehen Kugeln, eine Glaskugel. Wir sehen Thors Hammer, wir sehen einen weißen Kopf. Wir haben hier ein Brett, einen Schrank.
Viele Regale. Ich denke mal, dieses Brett ist ja auch irgendwie an diesen Mantel angelehnt. Und wir haben hier das Schlafzimmer von Dr. Strange. Eine Nachttischlampe, ein Nachttisch. Irgendwie sieht das alles nach Ikea aus. So. Diese kleinen Räume, kennt ihr das? Bei Ikea so, ne, hier für 10 Quadratmeter, 1.000 €, diesen Raum könnt ihr so einrichten. Also ganz nett, ist auch, glaube ich, der einzige Raum, der keine Fliesen hat am Boden. Aber sonst ziemlich cool mit diesen grünen Flammen. Wenn ihr das jetzt nicht so gut sehen könnt, Freunde, ich vertröste euch da gerne auf die Detailfotos. Da gibt es dann eine ganze Menge zu sehen. Genau wie jetzt in diesem Stockwerk hier. Ihr seht, es klemmt sehr gut. Geh ab. So, tada. Da haben wir quasi die Waffenkammer und Zauberkammer, Trainingskammer von Dr. Strange. Da haben wir auch wieder hier von so einem Fenster eine Art Zauberbuch, das Necromonion vielleicht, wo er was vorlesen kann. Wir haben hier Hüte, Stangen, auch wieder Kronleuchter und überall gibt es was zu sehen, was an den Wänden hängt. Also richtig cool gemacht, eine Armbrust und hier hat Indiana Jones vielleicht seine Peitsche vergessen und da auch ein Schild und eine Wunderlampe da oben. Genie lässt grüßen. Richtig cool. Und dann schauen wir jetzt mal hier. Da ist die Treppe mir runtergefallen mit einem Ritter. Böse, böse Minifigur haben wir jetzt nicht gesehen, ist aber im Set enthalten. Das kann man aber auch so runter machen. Cooles Play-Feature. Also hier so, ne? Da hängt es drauf und dann so. Dann hier unten ist das Coolste, denn wir haben hier eine Portalbestie. Ich muss nur aufpassen mit dem Pizzarestaurant. Die Müllkiste kippt um, habe ich euch schon gezeigt. Aber schauen wir jetzt mal uns hier die Portalbestie an. Richtig cool. Da hat Dr. Stephen Strange ein bisschen sich verzaubert, möchte ich mal sagen, und kriegt Besuch von ein paar roten Tentakeln. Es gibt da übrigens auch ein Lego-Set zu, nämlich den Kampf, glaube ich, gegen die Portalbestie 76060 aus der Dr. Strange-Serie. Da gibt es auch so ein Portalmonster. Hat Molking hier gleich eingebaut. Und man kann sich hier schön in den Sessel setzen, sich von der Portalbestie fressen lassen oder man nimmt einen Degen und bekämpft es oder man zündet es mit diesen grünen Flammen an. Finde ich cool gelöst, sieht cool aus, man kommt zur Tür herein hier vorne und hat gleich ein paar Tentakel in der Fresse, wenn ich das mal so sagen darf. Schaut mal, das sieht cool aus. Aber auch cool und nicht minder cool, und ich habe es euch ja gesagt, ist hier der Bereich des normalen Wohnens, nämlich hier drüben. Wir nehmen das Dach ab mit diesem blöden, baumelnden Wassertank, mit diesem nicht nutzbaren Play-Feature. Und dann gucken wir mal hier ins erste Dach rein. Ein Krankenhaus quasi, eine Ärztepraxis, vielleicht die von Dr. Stephen Strange in seinem ersten Leben als Super-Neurochirurg. Finde ich cool. Schön lichtdurchflutet und ihr seht überall Noppen. Heißt, wir können sogar hier wirklich Minifiguren anklemmen unten an den Füßen. Das finde ich nice. Schön lichtdurchflutet und wie gesagt, hier ist der falsche Stein. So, und auch durch alles mit Feuerleiter. Ihr seht es und hört es. Das nächste Stockwerk, quasi hier, ich weiß gar nicht, auch Behandlungszimmer, würde ich mal sagen, weil da haben wir eine Couch, hat auch was vom Psychiater, da eine rote Couch. Wir haben hier überall haben eine Kamera, haben einen Computer, vielleicht auch das Zimmer für Privatpatienten, wer weiß, aber auch cool hier mit großer Tür zur Feuerleiter und auch schön Licht durchflutet. Und dann kommen wir unten rein in die Pizzeria und haben nochmal einen Blick auf Portalbestie und auf die Pizzeria und den Steinofen. Richtig cool hier mit Paddel zum Pizza rausholen. Gleich daneben das Kassiergerät und Pizza und auch die typischen rot-weißen Tischdecken. Richtig nice. Und natürlich, wie es sich gehört, hier gleich die Tür, um rauszugehen. Und um dann hier, ihr erinnert euch an die Müllkiste hier, vielleicht die restlichen Pizzastücke, die Ränder, die keiner essen möchte, hier reinzuschmeißen. Seid ihr eigentlich auch so Team Anti-Rand? Ich kenne immer mehr Leute, die bei Pizzen gar nicht den Rand essen. Kleiner Tipp, wenn ihr selber macht, macht Käse rein oder bestellt euch Pizzen, wo ihr Käse im Rand kriegt. Ja, Freunde, ich habe dieses ganze schöne Gebäude hier auseinandergenommen. Ich habe versucht, euch alles zu zeigen.
Ihr habt ja vorhin schöne Fakten gehört. Ihr bekommt jetzt nochmal ein Teil 2 der Fakten, während ihr hier tolle Detailbilder bekommt. Wie gesagt, Minifiguren gibt es nicht in diesem Set, aber es gibt ein sehr günstiges Polybag, wo ihr euch Dr. Strange holen könnt, wenn ihr dieses Haus euer eigen nennen wollt. Das kann ich euch nur empfehlen, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber euch viel Spaß bei der Fotoshow und den Fakten Teil 2 zu Dr. Stephen Strange. Wie versprochen, liebe Multiversumsdurchreisende, gibt es an dieser Stelle ein paar Detailbilder zum Sanktum von Mold King, denn dieses Set muss in vielen Details gezeigt werden, denn irgendwie gibt es an jeder Ecke was zu sehen. Ja, Freunde, aber wenn wir schon bei Sinnen sind, zu sehen, ich habe euch versprochen, es gibt auch noch was auf die Ohren, denn es gibt hier nochmal ein paar weitere Fakten zu Dr. Strange, wie zum Beispiel die verschiedenen Inkarnationen. Während Dr. Strange die bekannteste Inkarnation des Charakters ist, gab es im Laufe der Jahre auch andere Versionen von Dr. Strange. Dazu gehören etwa Jane Foster als Thor und sogar eine Version von Spider-Man, der Dr. Stranges Kräfte erlangte. Die geheimnisvolle Bibliothek von Kamatai. Kamatai ist der Ort, an dem Dr. Strange seine Ausbildung in der mythischen Kraft beginnt. Die Bibliothek von Kamatai ist eine der umfangreichsten Sammlungen mythischer Schriften und Geheimnisse in der Marvel-Welt. Hier findet Strange Informationen zu Zaubersprüchen und gefährlichen Gegnern. Die unterschiedlichen Magiearten. In den Comics wird oft betont, dass es verschiedene Arten von Magie im Marvel-Universum gibt. Dr. Strange praktiziert die echte Magie oder mystische Magie, während Scarlet Witch beispielsweise chaotische Magie verwendet. Dieses Konzept fügt eine interessante Dimension zur Magie im Marvel-Universum hinzu. Ja, Freunde, das waren ein paar Fakten zu Dr. Stephen Strange aus den Marvel-Universum Comics wie Filme. Ich habe es euch jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich bin Riesenfan und ich verlinke euch auch unten ein paar Quellen, sowie die auch hier beim Review erwähnten Sets unten in der Videobeschreibung. Vielleicht schaut da mal vorbei, die Links sind meistens Affiliate-Links, damit unterstützt ihr meinen Kanal. Und ja, Freunde, zum Abschluss noch ein paar hoffentlich magische Worte von mir. Ja, Freunde, magisch war dieses Review hier heute irgendwie schon. Ich packe den Karton mal zur Seite und ab geht er in eine andere Dimension. Wenn das bei Müll immer so gehen würde, oder? Hui, hat das aber gedonnert in der anderen Dimension. Nee, Freunde, Spaß beiseite. Eigentlich ein tolles Modular mit vielen Abers, ich hab's euch gesagt. Schade Mold King mit den Aufklebern und schade, dass ich hier wirklich eine komplett fehlende Tüte hatte. Dafür ganz viele andere Steine. Und die Beleuchtung, ja Freunde, die heben wir uns für ein anderes Set einmal auf. Hab jetzt hier alle Mold King Sets bis jetzt beleuchtet gehabt. Findet ihr oben auf der Playlist zum I. Ja, diesmal halt nicht. Aber schadet ja trotzdem nichts. Ist ja trotzdem optisch auf jeden Fall geil. Den Rest habt ihr gerade beim Review gesehen. Und ja, das Thema Sticker, das reicht jetzt auch. Ich habe das viel zu oft erwähnt. Freunde, schreibt mir eure Meinung bitte zum Set unten in die Kommentare. Und schreibt mir mal vor allen Dingen, was ihr von Dr. Strange haltet, beziehungsweise vom Marvel Cinematic Universum oder auch von den Comics. Reicht es langsam? Haben wir zu viel davon? Bitte, ich möchte es wissen. Ich bin ein Nerd, ich stehe total auf Popkultur. Ich rede damit gerne. Also nicht damit, sondern darüber mit euch gerne. Klemmbausteine, Comics, voll geil, oder? Also, schreibt mir eure Meinung unten rein, gebt mir euer Feedback und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Ja, das war's bis hierhin. Schöne Reise noch durch die Multiversen. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.